Wusstest du, dass viele Deutsche ihren Sommerurlaub fast ein Jahr vorher planen? Manche haben echt schon im Januar den ganzen Kalender bunt markiert. Und wenn du zu spät fragst, hörst du plötzlich dieses Wort Urlaubssperre. Ja, genau, und dann ist es vorbei mit spontan. Du denkst, ach, ich nehme einfach 2 Wochen im August, und die Chefin sagt, nein, da ist viel los. Zack, kein Urlaub. Warum ist das so ernst hier, fragst du dich vielleicht. Heute schauen wir das mal ganz in Ruhe an. Und wir geben dir Sätze, Tipps und kleine Szenen, damit du das sofort nutzen kannst. Hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Julia, mit Kaffee und, na ja, viel Urlaubsenergie. Und ich bin Tim. Also starten wir. Urlaub in Deutschland ist nicht nur Spaß, es ist auch Planen, Abstimmen und manchmal echt. Tetris mit Terminen. Erstmal wichtig, in Deutschland haben viele Leute mindestens 20 Tage bezahlten Urlaub im Jahr. Viele Firmen geben auch mehr, so 25 oder sogar 30 Tage. Das klingt viel, aber die Leute verteilen das übers Jahr mit Ferien und Feiertagen. Und dann kommt noch sowas wie Betriebsurlaub dazu. Das heißt, die Firma macht für eine Woche oder zwei zu, oft im Sommer oder zwischen Weihnachten und Neujahr. Da musst du deinen Urlaub dafür nehmen. Punkt. Und genau deshalb planen Deutsche so früh. Sie wollen nicht nur Sonne, sie wollen auch, dass die Arbeit weiterläuft. Also, wer macht die Vertretung? Wer hat schon eingetragen? Das ist normal hier. Lass uns direkt ein kleines Rollenspiel machen, ja? Thema: Urlaub beim Chef oder bei der Chefin beantragen. Du bist die Chefin, okay? Alles klar. Ich sitze im Büro, hab meinen Kalender offen. Und du kommst rein und klopfst. Los. Ähm, hallo Frau Julia, haben Sie kurz Zeit? Ich würde gern Urlaub nehmen, und zwar vom 4. bis zum 11. September. Ich habe schon mit Anna gesprochen, sie kann mich in dieser Zeit vertreten. Okay, danke, Tim. September klingt gut, aber sag mal, gibt es in der Woche wichtige Termine? Und hast du deinen Urlaubsantrag schon ausgefüllt? Ein Urlaubsantrag ist einfach das Formular, das wir brauchen. Ja, es gibt nur ein Teammeeting, aber Anna springt ein. Den Urlaubsantrag fülle ich heute noch aus und schicke ihn als E-Mail. Passt das so? Klingt gut. Trag es bitte auch im Teamkalender ein. Und denk an die Übergabe, also eine Liste mit offenen Aufgaben. Dann ist das für mich okay. So, das war die Mineszene. Merkt ihr die Sätze? Ich würde gern Urlaub nehmen vom bis und ich habe schon eine Vertretung. Das ist hier Gold wert. Ja, total. Und habt ihr das Wort Urlaubssperre gehört? Das ist wichtig. Urlaubssperre heißt, in dieser Zeit darfst du keinen Urlaub nehmen, zum Beispiel bei einem großen Projekt oder in der Inventur. Genau. Es gibt auch noch das Wort Brückentag. Das ist ein einzelner Tag zwischen einem Feiertag und dem Wochenende. Viele nehmen da frei und haben dann ein langes Wochenende. Eine kleine Geschichte dazu: Ein Kollege von mir wollte endlich nach Italien, 2 Wochen Sonne. Er dachte, die anderen decken ihn schon ab, aber er hat falsch gerechnet. Die Kollegen sind dann selber spontan weg, und er stand da, total frustriert, mega FOMO, also Angst, etwas zu verpassen. Autsch, das tut weh. Und das zeigt, man spricht zuerst mit dem Team, dann bucht man. In Deutschland ist das echt ernst. Absprechen, Kalender checken, dann Tickets kaufen. Mein Tipp Nummer 1: Früh planen, wirklich früh. Setz dich im Januar mit einem Tee hin, schau die Feiertage und Brückentage an und sprich mit der Chefin, bevor du buchst.
Und mach es schriftlich, also per E-Mail, damit alle es sehen. Tipp 2: Immer eine Vertretung klären. Sag genau, wer macht was und wo liegen die Dateien. Ein kurzer Übergabetext hilft mega, sowas wie: Hier ist die Liste, hier ist der Ordner, hier sind die Kontakte. Tipp 3: Abwesenheitsnotiz. Das ist der automatische Text in deiner E-Mail. Schreib einfach: Ich bin im Urlaub vom 4. bis 11. September. In dringenden Fällen wenden Sie sich an Anna, das ist total normal und höflich. Kurze Pause, Mini, Quiz. Weißt du noch, was ein Brückentag ist? Na, komm, eine Sekunde nachdenken. Ein Brückentag ist ein Tag zwischen einem Feiertag und dem Wochenende. Nimmst du da frei, hast du ein langes Wochenende. Sehr beliebt, sehr schnell weg. So, und jetzt zur großen Frage: Warum nehmen Deutsche Urlaub so ernst? Manche sagen, es ist zu streng und zu geplant, oder? Sie meinen, das killt die Spontanität und macht alles langsam. Andere sagen aber, genau das macht uns gesund. Pausen sind wichtig für den Kopf. Ohne Pause kommt Stress, und am Ende arbeitest du schlechter, nicht besser. Ich sehe das oft so: Wenn du gut planst, ist der Urlaub wirklich frei im Kopf. Kein Handy, kein schlechtes Gewissen, weil die Vertretung klar ist. Dann kommst du erholt zurück und arbeitest schneller. Aber ja, es gibt Unterschiede. In kleinen Firmen ist es manchmal strenger. Da heißt es: Bitte nicht in der Hochsaison weg, wir sind zu wenige. In großen Firmen ist oft mehr Spielraum. Eine Kulturstory habe ich auch. Eine Freundin aus den USA kam nach Deutschland und meinte im Meeting: Lasst uns doch spontan nächstes Wochenende wegfahren. Alle starrten sie an und fragten, wer übernimmt die Aufgaben? Sie war total überrascht, dass hier alle so früh planen. Ja, und sie lachte später und sagte: Okay, ich plane jetzt wie ihr, ein Jahr vorher, das klingt verrückt, aber sie war dann total entspannt im Urlaub. Kein Stress, keine Anrufe, nix. Sprechen wir kurz über Überstunden. Das sind extra Stunden, die du mehr arbeitest. Manche nutzen die, um mal einen Freitag freizunehmen oder um den Brückentag zu füllen. Aber klär das immer mit der Chefin, ja? Und es gibt Resturlaub. Das ist Urlaub, den du im Jahr nicht genommen hast. Den musst du oft bis zum 1. März vom nächsten Jahr nehmen, sonst verfällt er, also er ist weg. Frag da lieber früh nach. Noch ein Punkt: Urlaubssperre. Frag am besten am Anfang vom Jahr. Gibt es Zeiten, wo niemand freinehmen darf? Zum Beispiel zum Jahresende, bei großen Projekten oder in Prüfungswochen. Das spart dir echt Ärger. Lass uns noch ein zweites Mini-Rollenspiel machen. Thema: Vertretung absprechen im Team. Ich bin die Kollegin, du willst im Juli 2 Wochen ans Meer. Hey Julia, ich plane Urlaub von der 2. bis zur 3. Juliwoche. Könntest du in der Zeit meine Anfragen im Postfach X checken? Ich mach dir eine Liste und eine kurze Anleitung. Klar, das geht. Aber sag mir bitte, welche Kunden wichtig sind und wo ich die Dateien finde. Und stell bitte eine Abwesenheitsnotiz ein mit meinem Namen als Kontakt. Mach ich. Ich schicke dir heute Nachmittag eine E-Mail mit allem. Danke dir, dann kann ich wirklich entspannen. So leicht kann das sein. Kurz, freundlich, konkret. Das lieben Deutsche, wirklich. Was sind häufige Fehler? Erstens, zu spät fragen. Dann sagt die Chefin nein, weil schon 3 Leute weg sind. Zweitens, keine Vertretung nennen. Dann fühlen sich alle unsicher. Drittens, denken, alle Firmen sind gleich. Nee, manche Firmen sind total locker, andere sehr streng. Frag am Anfang: Wie beantrage ich Urlaub?
Gibt es Brückentageregeln? Gibt es Betriebsurlaub? Viertens, Urlaubsstress. Manche planen so viel, dass sie im Urlaub kaputt sind. Kleiner Tipp: Plan ein, aber lass auch Lücken. Ein freier Tag ohne Programm ist Gold. Und noch ein Missverständnis. Viele glauben, Deutsche fühlen sich immer schuldig, wenn sie frei haben. Das stimmt nicht. Die meisten freuen sich mega, sie genießen es. Wichtig ist nur, vorher sauber planen. Genau. Und wenn jemand sagt, Urlaub ist nur ein Bonus, kein Muss, dann sag ich, Pausen sind Teil von guter Arbeit. Ohne Pause geht die Energie runter, die Fehler rauf. Noch ein Satzbaukasten für dich. Zum Chef: Ich würde gern vom 4. bis 11. September Urlaub nehmen. Ich habe die Vertretung schon geklärt, ich trage es in den Teamkalender ein, das reicht oft schon. Und zur Kollegin: Kannst du mich in dieser Woche vertreten? Hier ist die Liste mit Aufgaben. Bei Fragen ruf mich bitte nicht an, außer es ist wirklich dringend. Das ist ehrlich und klar. Und ganz praktisch, buchen erst nach der Zusage. Erst Chefin fragen, dann Flüge klicken. Sonst zahlst du am Ende doppelt oder hast Ärger. Auch gut. Früh die Ferienzeiten checken, besonders wenn du Kinder hast. In den Sommerferien sind viele Orte teurer und voller. Wenn möglich, geh eine Woche früher oder später, das ist oft entspannter. Und denk an die kleinen Dinge: Reiseversicherung, Hauspflanzen, wer gießt? Schreib dir eine Miniliste. Alles, was du vorher klärst, macht den Urlaub ruhiger. Okay, 'cause Wiederholung, ready? Wichtigste Wörter heute: Urlaubssperre, Vertretung, Urlaubsantrag, Brückentag, Abwesenheitsnotiz. Wenn du die kennst, bist du in Deutschland schon sehr weit. Bevor wir zum Ende kommen, eine Frage an euch: Wie plant ihr euren Urlaub in Deutschland? Fragt ihr zuerst im Team, oder bucht ihr erst und hofft dann? Und habt ihr schon mal einen Brückentag perfekt genutzt? Schreibt uns eure Tipps und auch eure Fails in die Kommentare. Besonders interessiert mich: Wann plant ihr den Sommer, eher im Januar oder später im Frühling? Ich bin Team Früh, ganz klar. Wenn euch diese Folge geholfen hat, gebt uns gern ein Like. Und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Tipps mehr rund um Alltag und Arbeit in Deutschland. Das macht uns echt happy. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Plant schlau, sprecht mit eurem Team und dann genießt euren Urlaub ohne Stress. Bis nächstes Mal.